Ja, was hast du da für ein Buch? Was habe ich für ein Buch? Das ist mein Buchbuch. Dein Buchbuch. Ja. Also das ist so, ich mache mir immer Notizen zu allem, was ich so finde, weil ich schreibe ja gerade ein Buch über Solopreneurship. Und alle Quellen, Zitate, interessante Personen, Startups, die das auch gemacht haben, die kommen hier rein. Und hast du nur das Buch? Ich habe ganz viele. Ja? Ja, also das ist eigentlich verrückt, weil ich ja seit 25 Jahren digitales Business mache. Und trotzdem finde ich dieser Prozess des Schreibens, um die Gedanken zu sortieren, um einfach Klarheit zu kriegen über Themen. Ich kann hier zurückblättern, ich kann das verorten, was ich wo eingetragen habe. Das kann ich digital nicht so gut, weil da verschwimmt alles in der digitalen Suppe. Und deswegen arbeite ich viel mit solchen Büchern. Was schreibst du dir da so auf? Im Prinzip eigentlich alles, was mich irgendwie neugierig macht, wo ich sage, das ist ein spannendes Zitat, zum Beispiel auf Startups bezogen, fand ich jetzt gerade unheimlich cool. Now, not how. Also 3 Worte, mach es jetzt und du brauchst nicht perfekt sein. Du brauchst nicht alles zu wissen, weil viele denken, ich muss jetzt noch das Buch lesen, ich muss den noch fragen, ich muss das Studium machen, ich muss da und erst dann kann ich gründen. Und ich sage, nee, du gründest einfach und der Rest ist Learning by Doing. Super gut. Hast Ja. du das selber dir so beigebracht? Du, ich habe einfach ganz viele Sachen ausprobiert und dann habe ich gemerkt, das funktioniert. Für mich funktioniert. Ich schreibe also kein Tagebuch, habe früher Tagebuch geschrieben. Viele empfehlen das auch und sagen, die nennen das, die Engländer sagen ja Journaling dazu. Journaling, genau. Kann funktionieren. Für mich funktioniert das mit diesem Skizzenbuch am besten. Also es ist praktisch eine Art und Weise, um deine Gedanken zu sortieren. Genau. Und ich kann immer wieder zurückgehen. Ich kann dann habe ich eine Verknüpfung, sage ich, guck mal, der hat da was Spannendes gegründet. Da habe ich doch vor 2 Wochen auch schon jemand gehabt. Dann kann ich das verbinden, kann wieder gucken, wie hängt das zusammen. Ja. Ja. Spannend. Ist das sowas, was du dann immer mit dabei hast und dann einfach immer auspackst, wenn es gerade passt? Oder hast du da so eine Art Routine, die du entwickelt hast? Also es ist tatsächlich, ehrlich gesagt, so, dass ich inzwischen beides mache. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Notizen mache, dann gibt es durchaus auch einfach mein Handy, wo ich dann das eben eintippe. Oder ich diktiere auch viel. Also ich habe jetzt sehr viel Spaß am Diktieren, weil ich ungerne immer wieder zurückgehe und korrigiere. Du hast ja immer irgendwas falsch geschrieben, dann musst du wieder nochmal rein. Und deswegen habe ich jetzt angefangen, weil die Spracherkennung ist so gut geworden, dass du fast nichts mehr korrigieren musst und du bist unheimlich schnell. Also wenn du schnell sprechen kannst, dann hast du die Texte unheimlich schnell. Ich diktiere Mails, ich diktiere WhatsApp-Messages, ich diktiere sogar meine LinkedIn-Posts teilweise rein. Es geht wunderbar. Also sogar eher dann auditiv und aufgeschrieben, anstatt Ja. jetzt wirklich das reelle Tippen und das Digitale. Im Digitalen diktiere ich viel und ansonsten schreibe ich in die Bücher. Cool. Ja. Ja, ich meine, wo kommt das denn bei dir her? Du scheinst ja da wirklich so einen Drive zu haben, die Dinge sofort immer umzusetzen. Das würde ich nicht sagen, das ist übertrieben. Now wäre not schön. how. Now not how. how. Nein, ich habe halt einfach gemerkt, dass wir in einer Zeit sind, wo das gelernte Wissen unglaublich schnell veraltet. Also früher hast du, gut, wenn du jetzt natürlich Neurochirurg werden willst, dann musst du es einmal studieren, du musst es üben, es dauert Jahre. Das wird wahrscheinlich so bleiben. Das wird sich nicht abkürzen lassen auf wenige Monate. Wenn du ein guter Neurochirurg werden willst, dann musst du schon mal dieses Studium machen. So. Aber es gibt eben ganz viele andere Dinge, wie zum Beispiel Gründung. Jetzt ist die KI so stark. Also es gibt jeden Tag neue Tools. Du hast Sora, Text to Video, Text to Image, du hast Midjourney, du hast also so viele Tools. Und die gab es alle vor Monaten noch nicht. Oder vor 1-2 Jahren waren die alle noch nicht da. Ja. Das heißt, alles, was du damals gelernt hast, ist damit hinfällig. Ja. Das heißt also, dieses alte, gelernte Wissen ist gar nicht so viel wert, sondern es ist eigentlich das praktische Wissen, was du durch Machen erwirbst. Das wird viel wertvoller. Und das ist die Riesenchance für die junge Generation, dass jeder jetzt im Grunde genommen selber Dinge ausprobieren kann, Erfahrung sammeln. Und bei mir war es ja auch so. Ich habe früher
parallel zum Studium, da wurde ich gefragt, da war ich in Spanien im Auslandsjahr und da hat diese Firma, die machen Möbelbeschläge, die haben gesagt, ach, du hast hier eine tolle Marktstudie gemacht, willst du hier nicht eine Vertriebsfirma aufbauen? Und meine Kommilitonen sagten alle, du musst doch erstmal dein Studium zu Ende machen. Und ich habe gesagt, ja, mache ich auch. Als Fernstudium. Ja, cool. Super cool. Und dann bist du in Spanien geblieben. Bin ich einfach da geblieben. Statt einem Jahr bin ich dann 6 Jahre geblieben und habe diese Firma aufgebaut. Wie cool. Also kannst du auch Spanisch? Ich kann ganz gut Spanisch. Was kannst du noch? Meine Kinder heißen Pablo und Juan. Echt? Cool. Ja. Also du hast dann wirklich nochmal fließend Spanisch gelernt? Ich habe Spanisch gelernt, bin dann dort geblieben, bin dann da durchs Land gerast, habe plötzlich Leute eingestellt, musste nach Deutschland reporten, habe irgendwie Businesspläne geschrieben, habe Kunden akquiriert. Ich habe alles eigentlich in der Praxis gelernt. Wie cool. Also es war dann praktisch für dich wirklich dieses klassische Beispiel von Learning by Doing. Genau. Also ich wurde einfach ins Wasser geschmissen. Ja. Also die haben einfach gesagt, komm, mach. Gibt es da so einen Punkt, wo du sagst, du hast Angst vor Neuem noch? Also ich glaube, Angst ist es nicht. Es ist eher Respekt. Weil natürlich sind auch schon Dinge schiefgegangen. Also ich habe irgendwo investiert, dann haben sich die Gründer zerstritten, der Markt war noch nicht da, du warst zu früh, der Markt war nicht reif. Und dann hast du natürlich, wenn du dann wieder was Neues startest, hast du Respekt. Weil du sagst, du möchtest ja schon Erfolg haben. Du möchtest ja nicht irgendwas versenken. Ja, klar. Und von daher, Angst ist es nicht. Also Angst habe ich, wie bei den Galliern, dass dir der Himmel auf den Kopf fällt. Also, was unwahrscheinlich ist. Ich glaube, es ist einfach eine gesunde Neugierde, die dann inzwischen natürlich durch die Lebenserfahrung prüfst du dann schon mal das ein oder andere oder schaust genauer hin. Aber dann musst du auch ins Machen kommen. Ja. Was war denn das Letzte, was du Neues gemacht hast? Das allerletzte. Also im Moment bin ich natürlich total fasziniert von KI. Also was wir vorhin gesagt haben mit dem Buch. Du kannst heute als einzelne Unternehmerin oder als einzelner Unternehmer kannst du mit einer Gründung ein großes Unternehmen aufbauen. Ja. Also was wirklich globale Bedeutung hat. Also als einzelne Person. Als einzelne Person. Du brauchst keine Angestellten, du brauchst keine Investoren. Du brauchst im Grunde genommen noch nicht mal so viel Kenntnisse vom Thema haben. Das kannst du dir alles erarbeiten. Ja. Und das ist für mich die größte Chance, die in dem ganzen Bereich Gründung überhaupt die man je bekommen hat. Wo siehst du denn da noch ganz kurz, wo siehst du denn da den Wechsel durch KI? Also es würde mich jetzt mal nur interessieren, weil du jetzt von KI eben auf diese Einzelgründung umgeschlagen bist. Also es geht einfach darum, dass du nicht alles selber machen musst. Also heute kannst du enorm viel auslagern. Also es geht natürlich jetzt darum, dass du dann hauptsächlich auf digitale Produkte setzt, weil die sind skalierbar. Wenn du jetzt natürlich erst ein Lagerhaus bauen musst und du musst dann irgendwie irgendwas produzieren, du musst Maschinen aufstellen, das ist alles viel langsamer. Das ist alles viel kostenintensiver. Du musst viel mehr investieren. Aber wenn du sagst, ich mache einfach eine Firma, wo ich eine Software habe, die habe ich vielleicht mit einem KI-Assistenten, Copilot, GitHub Copilot, Devin, es gibt genug Beispiele inzwischen. Habe ich die weitestgehend erstellen lassen. Dann hat vielleicht nochmal ein Freelance-Developer drauf geguckt. Den habe ich auch nicht angestellt. Und dann am Ende bringst du es einfach raus. So wie Eric Ries das bei Lean Startup, Minimum Viable Product. Du bringst es raus und dann holst du dir das Feedback von den ersten Kunden. Wahnsinn. Ja gut, aber das erfordert Mut. Ja, aber du kannst es ja mit relativ überschaubaren Mitteln. Du verlierst ja nicht so viel Geld. Na, wenn du erstmal ein großes Lagerhaus bauen musst oder du musst erstmal das Office beziehen, dann musst du ja viel, viel mehr Geld investieren. Das stimmt. Und du kannst mit kleinem Geld kannst du Dinge ausprobieren. Und das ist eigentlich die Botschaft, wo ich sage, macht das, probiert, gerade wenn ihr jung seid, wenn ihr von der Schule, vom Studium kommt. Warum immer die Corporate Ladder? Ja. Also warum immer die Karriereleiter in den großen Unternehmen, am Ende festzustellen, die Leiter lehnt am falschen Baum. Ja. Was hättest du oder was würdest du dir denn wünschen, wenn du jetzt noch mal jung wärst, was sich da so ein bisschen verändert? Weil das klingt ja jetzt so, als ob wir danach hinerzogen werden, eben diese Corporate Letter aufzusteigen, sage ich mal, und eben nicht zu gründen. Das ist so. Und gerade in Deutschland ist man ja auch immer ein bisschen sicherheitsorientiert.
Wer hat das nicht schon gehört als junger Mensch von den Eltern, mach doch erstmal eine Bankausbildung. Das ist so das Klassische, wo man sich dann erstmal wehren muss und sagen, nein, ich möchte lieber was anderes machen. Und von daher, wir sind halt so aufgewachsen, dass wir im Grunde genommen dann von der Elterngeneration auch geprägt werden, die vielleicht eher etwas sicherheitsorientierter unterwegs waren. Dann auch die klassischen Universitätsausbildungen, die führen dann auch eher zu Unternehmerkarrieren, Bachelor, Master, in die Bank, Job. ins Investmentbanking, ins Consulting. Und ich glaube, es gibt heute auch viele Alternativen. Ja. Was gibst du denn da so deinen Kindern dann mit? Du, eins muss ich meinen Eltern hoch anrechnen, sie haben mich am Ende selbst entscheiden lassen. Und das fand ich im Nachhinein unheimlich wichtig. Ich wurde nirgendwo reingepresst. Also ich konnte wirklich auch diese Entscheidung nach Spanien zu gehen oder dann eben parallel zum Studium da diese Firma aufzubauen. Und da haben sie mir nicht reingeredet. Ja. Also sie haben nicht gesagt, ach nee, das geht jetzt nicht und das musst du anders machen und so. Und das möchte ich meinen Kindern auch mitgeben, dass sie am Ende eigentlich ihre eigene Leidenschaft entdecken. Wo brennen sie dafür? Wenn sie Musik machen wollen, dann sollen sie Musik machen. Wenn sie Schauspieler werden wollen, sollen sie Schauspieler werden. Also ja, der eine, macht jetzt Nachhaltigkeitsstudien. Spannend ist, ein Master macht er, ist jetzt gerade in Budapest. Und der Kleine studiert Psychologie. Ach, super Also cool. eigentlich beides interessante Felder. Ja, interessante Felder und halt auch wirklich neue Felder. Also Genau. wieder was ganz anderes. Ja. Hast du denn das Gefühl, dass eben durch deine mitgegebenen Werte, sage ich mal, sich da auch ich definiere es jetzt mal neu, was würdest du der jungen Generation mitgeben, wenn du jetzt sagst, das habe ich aus meinem Weg gelernt? Ich glaube, es ist eine gewisse Unerschrockenheit, die hilft. Gerade wenn du ein junger Mensch bist, du hast noch keine Familie, du hast kein Haus abzubezahlen, du hast nicht so viel Verantwortung, dann nutze diese Freiheit. Also einfach 1, 2 Jahre gibst du dir, vielleicht machst du erstmal ein Gap Year, du reist um die Welt, guckst dir viele Sachen an, lässt dich inspirieren und dann findest du eine gute Idee oder du findest Mitstreiter und dann machst du erstmal. So, das würde ich jedem raten. Also das ist auch das, was dich glücklich macht. Das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger, also Glück ist ja so eigentlich die Währung von uns als Menschen. So, wo wir irgendwie so sagen, wenn wir das schaffen, glücklich zu sein, dann haben wir ganz viel erreicht. Und das ist ja nicht immer höher, schneller, weiter. Also da gibt es auch so, not size matters, significance matters. Wo bist du significant für deine Freunde, für deine Familie, für deine Kinder? Wo gibst du was zurück? Wo gibst du was weiter? Wo hast du sie weitergebracht? Wer zählt denn nachher, wenn du da auf dem Totenbett liegst, wer zählt denn dann dein Vermögen und misst daran dein Leben? Das ist doch völlig irrelevant. Ja. Du willst doch nicht der Reichste auf dem Friedhof sein. Ja. Na, du willst doch irgendwie Impact, du willst doch was Tolles hinterlassen, du willst was, wo die Menschen sagen, Mensch, da hat er uns was mitgegeben, da sind wir schlauer geworden, da sind wir weitergekommen und das treibt dich doch. Ja. Also je älter ich werde, desto mehr ist das so. Also durch die Liebe dann praktisch. Liebe, Zuneigung, wo hast du geholfen, das sind die Themen, die immer wichtiger werden. Das ist Ja. so ein schöner, wirklich eine sehr, sehr schöne Lehre, wirklich. Ja. Und würdest du sagen, oder sagen wir es mal so, wo siehst du denn dich, also wenn du dich jetzt mal durch ein paar Worte definieren würdest, das, was du gelernt hast, dein Weg, wer du als Mensch bist, gibt es so, sag ich mal, so 3 Eckpfeiler, wo du sagst, so, ja, das macht mich aus. Das ist also sehr schwierig. Ja. Also ich glaube, ich habe auch viele Fehler gemacht. Ich habe sicherlich auch in falsche Firmen investiert. Ich habe auf Themen zu früh gesetzt. Ich habe auf die falschen Leute gesetzt. Es passiert einfach. Also wichtig ist ja nur, dass du nicht immer den gleichen Fehler nochmal machst. Weil wenn du den Fehler nochmal machst oder nicht daraus lernst, sagen wir mal so, dann bist du gezwungen, diesen Fehler zu wiederholen. Ja. Also wenn du aus einem Fehler nicht gelernt hast, dann machst du ihn nochmal. Ja. Also das ist eigentlich ganz wichtig, auch zu sagen, ja, jeder macht Fehler und du kannst auch zu deinen Schwächen stehen, du kannst auch über die Fehler reden, weil dann machen sie vielleicht andere nicht. Ne? Weil wir als Menschen können von Fehlern anderer lernen, das können Tiere nicht, die müssen jeden Fehler selbst machen.
Und von daher, was macht mich aus? Ich bin halt Kommunikation anscheinend schon mal. kommunikativ, sehr, sehr. Ich habe mal so einen MBTI-Test gemacht, introvertiert, extrovertiert, habe da recht jetzt fast die Skala der Extrovertiertheit gesprengt, sagte mir der Coach. Also es ist halt, ich bin so ein bisschen Social Animal. Ich netzwerke gern, ich bringe gern Leute zusammen. Bin dann, also ich kann auch mal einen Tag alleine sein, aber ich bin jetzt nicht jemand, der sich dann irgendwo ins Labor verkriecht für Wochen. Das bin ich nicht. Ja. Ja. Ach, schön. Ja, das merkt man dir auch direkt an. Du bist ja ein super offener Mensch. Aber ich meine, auch gerade da, man merkt ja, wie viel Positivität aus dir strahlt, obwohl du ja bestimmt auch schon viele Niederlagen einstecken musstest. Ja. Wie hast du dir diese Resilienz aufgebaut? Also ich glaube, also eine ganz, ganz banale, einfache Sache ist, dass wenn du dich so richtig mies fühlst, also es geht alles in die Hose, dann weißt du irgendwann, morgen wird besser. Also der andere Tag das ist genauso wie in der Natur, da regnet es dann vielleicht auch mal 2 Tage, aber dann wird es besser. Ja. So, und dieses Vertrauen zu haben, dass es nicht so bleibt, dass es einfach nicht, du bleibst nicht in dem Tief drin, du hast und frag nach Hilfe, also geh auf andere Menschen zu, hast du das auch schon überlegt, bist du da auch mal traurig, vielleicht sogar depressiv gewesen, trau dich immer auch mal Schwäche zu zeigen und nach Hilfe zu fragen. Ich glaube, das hilft, Resilienz aufzubauen, weil du weißt, du bist nicht allein. Also praktisch sich auch verletzbar zu machen. Du merkst irgendwann, dass wenn du den Mut aufbringst, auch deine Schwächen zu zeigen und auch darüber zu reden, dann kommt ganz viel Unterstützung. Also von ganz vielen, auch teilweise unerwarteten Seiten, wo du sagst, ach, das ist ja interessant, da kommt plötzlich jemand auf dich zu und bietet Hilfe an. Ja. Von dem oder der hast du nie damit gerechnet. Also insofern, das ist, glaube ich, wichtig, dass man immer wieder auch sagt, okay, du bist Mensch, du machst Fehler, die anderen machen auch Fehler. Ja. Du bist nie allein damit. Ja. Und sei es noch so, du hast eine seltene Krankheit, andere haben sie auch schon gehabt. Du Ja, bist nicht stimmt. allein. Ja. Also ich bin jetzt Mitte 50 und ich hatte als junger Mensch tatsächlich mal vor, Schauspieler zu werden. Und ich habe auch gespielt und interessanterweise in der Schule, im Schultheater und dann auch noch in freien Gruppen und tatsächlich auch schon meistens Hauptrollen. Ja. Also das weiß ich gar nicht warum, aber man hat mir das zugetraut. Und daraus ist dann diese Leidenschaft geworden für Theater. Ich gehe immer noch sehr gerne ins Theater, bin aber nicht Schauspieler geworden. Einige sagen, naja, du als Unternehmer musst du auch Schauspieler sein. Ja. Da stehst du ja auch auf der Bühne. Ja, Ne? Musst dein definitiv. Unternehmen präsentieren. Also du musst auf Ja. jeden Fall Ja. mal, du musst pitchen können. Ja. Das stimmt. Also es ist ein sehr schöner Beruf, aber es kann natürlich auch ein sehr harter Beruf sein. Definitiv. Ja, ja. Also, Aber ich glaube, da unterscheidet sich auch nicht so viel, weil wenn man auf einer Wirtschaftsbühne steht und eben etwas verkauft, wie zum Beispiel ein Buch oder eine Idee oder auch wenn man Speaker ist zum Beispiel, du brauchst trotzdem diese ganzen Tools. Also ich glaube, das alles spielt so ein bisschen ineinander. da hast du recht, Bonnie. Also ich bin ja tatsächlich auch Speaker geworden, was ja sehr ähnlich ist. Du musst ja dann auf der Bühne stehen, du musst das Publikum begeistern, du musst dich auf dein Publikum einstellen, im Grunde genommen dir die Brille des Publikums aufsetzen und fragen, was können die jetzt mitnehmen? Es handelt sich ja gar nicht so sehr um dich oder um dein Unternehmen, sondern was haben die davon? Wie kannst du helfen? So, das sind eigentlich Ja. die Fragen, die viel wichtiger sind. Und Absolut. dann kommt die Botschaft auch rüber. Absolut. Und es ist so schön, was du sagst, weil es zeigt, dass du dich sehr aktiv damit auseinandersetzt, dich in andere Personen reinzuversetzen und diese Empathie zu empfinden für das Gegenüber und zu schauen, was kann ich weitergeben. Ja, und das gibt dann wieder viel Zufriedenheit. Ja, absolut. Ja. Und das geht dann auch wieder zurück zu mir, gell? Das kommt dann zurück zu dir. Ja, ja. Du hast ja auch gesagt, du liest viel. Ich lese auch viel. Ich lese sehr, sehr viel. Tatsächlich 80% mindestens online. Das hat natürlich wiederum auch viel mit Netzwerk zu tun, also zum Beispiel auf LinkedIn. Wenn ich mir Themen neu erschließe, dann versuche ich mich mit den wichtigen Personen aus dem Bereich erstmal zu vernetzen. Und die schreiben dann wieder spannende Sachen, die in den Feed reinkommen. Also so erschließe ich mir Themen. Ja. Also ich identifiziere bestimmte Personen, die für dieses Thema sehr relevant sind und vielleicht auch schon einen Namen haben.
Und dadurch, dass ich die dann anfrage oder in mein Netzwerk bringe, habe ich nachher den Content, also die Inhalte mit im Feed. Warst du schon immer so neugierig für Ich neue glaube, Themen, ja. sage ich mal? Ich denke, es hat sich früh gezeigt. Ja, ich war Ja. also in der Grundschule zumindest dann teilweise etwas unruhig, weil mir ging alles zu langsam und dann war der Lehrer auch manchmal genervt. Aber ja, Ja. neugierig war ich, glaube ich, immer. Ja, gibt es denn noch so ein bisschen was, wo du sagst, das möchte ich auch noch mal ausprobiert haben im Leben? Das habe ich noch nicht gemacht. Ach, es gibt ganz viel. Also auf jeden Fall das Thema Reisen. Also ich bin zum Beispiel kaum in Asien gewesen, kenne ich fast noch gar nicht. Sehr viel in Amerika, auch Lateinamerika kenne ich ein bisschen. Aber Asien ist für mich komplett wie so ein weißer Fleck. Also ich habe jetzt angefangen, ich bin jetzt ein paar Mal in Afrika gewesen. Das ist auch unglaublich faszinierend. Südafrika ist ein fantastisches Land, kann ich nur jedem empfehlen, sich anzuschauen. Ja, also Reisen ist ja auch im Grunde genommen, hat auch viel mit Sehnsucht zu tun. Ne, nach anderen Orten, nach anderen Menschen, nach anderen Sitten, Kulturen. Das ist schon toll. Absolut. Also, ja, also für mich ist das eine ganz große Erfüllung. Gibt es denn etwas, wenn du schon sagst, du bist gerne unterwegs und lernst gerne Neues, gibt es denn so etwas, was dich dann auch wieder zu dir zurückholt? Hast du irgendwelche festen Routinen oder irgendwas, wo du sagst, das mache ich jeden Tag oder jede Woche nur für mich? Also ich bin eigentlich jemand, der lieber etwas später ins Bett geht. Also ich bin eine Nachteule. Und da ist natürlich dann immer die Herausforderung, morgens aus dem Bett zu kommen. Und ich nehme mir immer wieder vor und sage, Mensch, wenn ich das schaffen würde, um 5 aufzustehen, dann bin ich doch frisch und dann kann ich so viel machen. Ja. Und ich mache es auch immer wieder, aber dann fällst du häufig wieder in das alte Muster. Also du musst dann immer wieder an dir arbeiten. Ja. Also ich denke, ja, das übliche, bisschen Sport machen, gehe dann auch mal schwimmen oder joggen und so, das, was sich so ergibt, was man machen kann, wenn man viel arbeitet, muss man ja nebenbei irgendwie machen. Das Gute ist, du kannst ja heute im Grunde genommen von jedem Ort der Welt arbeiten. Ja. Wenn du jetzt nicht im OP-Saal stehst oder an einen Ort gebunden bist. Wenn du digital arbeiten kannst, dann kannst du mit Zoom und eigentlich in einer guten Internetverbindung, hast dein Notebook, du hast deine Handys und das reicht. Ja. Und das ist ein Luxus. Für mich ist das Luxus. Ja. Also wenn ich jetzt nochmal auf Südafrika komme, ich bin in der gleichen Zeitzone, arbeite von da unten und keiner merkt's. Super. Und das Wetter ist auch noch schön. Genau. Wie kamst du denn aus Südafrika? Du, das Schweizer war Echte? einfach privat eine Einladung zu einem runden Geburtstag. So sind wir da hingekommen Ja. und dann haben wir es einfach lieben gelernt und ich habe gleich ein Haus gekauft. Wow, okay. Das Sehr war entschlossen rein. Das war eigentlich nur ein Urlaub, aber es ist einfach so, hat sich so ergeben. Ja. Ja. Und darüber führst du dann auch Buch, oder? Das gibt ein eigenes Südafrika-Buch. Ah ja. Ja, genau. Ja, super. Ich danke dir so sehr für deine Zeit und deine vielen Insights. Also ich glaube, daraus können wir auch als unsere Generation echt viel mitnehmen. Und ja, so richtig schön bit-sized. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Danke dir, Bonnie. Danke dir. Und ja, von uns hört ihr dann beim nächsten Video wieder. Bis dann.